So, für uns ist heute wieder ein großer Tag. Heute verschicken wir mal unsere eigene Ware im Container. Kommt auch nicht jeden Tag vor. Meistens verschicken wir die Ware von Kunden. Aber die Ware steht bereit. Container ist auch schon da. Containercheck ist auch schon durchgeführt. Container ist nicht der neueste, hat auch schon einige Beulen und Beschädigungen. Aber müsste soweit alles okay sein. Hier reingucken. Das Dach hat doch schon erhebliche Beschädigungen. Aber augenscheinlich alles dicht. Ladungssicherungsmaterial und alle anderen Materialien liegen auch schon bereit. Wir können jetzt hier loslegen. So, wie immer setzen wir unser RS-System ein, um das perfekt aufzuhängen zu können. Nehmen wir uns wieder die Hilfskonstruktion, montieren die vorher am Container. Unser Beutel. Für das Gewicht, das wir heute haben, brauchen wir zwei horizontale Bänder. Das haben einmal die blauen in diesem Fall. Und grün ist etwas länger. Das kommt dann in die nächste Größe. So, das war's soweit. Und jetzt kann Wolfgang starten mit dem Einsatz. So, hier fährt Wolfgang die erste Palette in den Container. So, erste Palette steht schon drin. Macht sich auch gut. Aber, was man sieht, wir haben vorne noch eine kleine Lücke zur Stirnwand. Die müssen wir noch auffüllen. Einerseits passt die Ware sonst nicht und andererseits führt das natürlich zu großen Bewegungen im Transport später. Das heißt, da immer darauf achten, dass die Ware bündig an der Stirnwand und aneinander später anliegt. So, wie man hier jetzt schon sehr schön sieht, wir haben unsere Ware so weit optimiert, dass sie tatsächlich genau formschlüssig immer in den Container passt, dass wir da gar nicht groß mit Stauholz dann auffüllen müssen, sondern dass wir tatsächlich den Frachtraum auch nur mit Ware füllen. So, wie man jetzt hier sieht, in der nächsten Reihe ist die Palette genau bündig. So soll es auch sein, dass Paletten genau aneinander stehen. Die Palette baucht ein bisschen aus, deswegen sind die Kartons oben nicht aneinander, aber im weiteren unten stehen die Paletten und die Kartons genau aneinander. So, Container ist komplett beladen, wie man sieht. Ware passt perfekt rein, einlagig, 10 Paletten. So soll das sein, keine großen Freiräume, alles liegt dicht an. Und jetzt können wir sozusagen die Abschlusssicherung zur Tür machen und dann kann die Ware auch schon auf die Reise gehen. Jetzt kommt der Rest aus der Tüte zum Einsatz. Wir nehmen wieder das Chaining, hängen uns ein. In dem Fall können wir tatsächlich auch die Öse hier oben nehmen, weil die ist schön vor der Ware. Dann lassen wir das Fett wieder vor der Ware runterhängen. Nehmen die grünen Bänder, gucken, dass die Schnalle ungefähr in der Mitte ist. Nehmen hier eine der oberen Schlaufen. Hier muss die Farbe nicht übereinstimmen, also das ist jetzt Zufall, dass grün mit grün geht. Nur wenn hier mit grün geht, auf der anderen Seite auch gleich mit grün. Ein. Bringen noch keine große Spannung auf. Jetzt nehmen wir erstmal unsere Kantenschutzwinkel, stellen die dahinter und dadurch, dass das Band schon davor hängt, können uns die Winkel nicht mehr umfallen. So rum. blaue Band.
zufällig noch ins Blaue gehen. Dann kommt die Tüte, wird aufs blaue Band gefädelt. So hat der Kontrolleur, wenn der Container geöffnet wird, das Datenblatt mit allen wichtigen Informationen zum System direkt vor Augen. Handgranate aufbringen. Nehmen wir das Spannwerkzeug und dann am besten auf der linken Seite der Schnalle das Werkzeug anbringen. An das lose Ende ein. Wenn man zu dicht an die Schnalle kommt, lieber das Werkzeug neu ansetzen. Damit unser Chainlink hier gerade bleibt im Transport, haben wir noch einen kleinen Klemmfuß Ringgurt. Kann man entweder hier um den Palettenfuß oder hier seitlich durch die Strebe gehen. Einfach kurz einfädeln. Muss auch gar nicht groß gebannt werden. Das reicht schon, um den halbwegs in Position zu bringen.